Good morning, everybody. Nog eenmaal welkom en iedereen weer komen is. Mij is dat een vreugde van deze morgens hier te zijn met jullie. En dat wordt mij te duidelijk vertrouwd het woord wat God mij gegeven heeft, de Heer Jezus mij gegeven heeft. En ik weet niet, wer van jullie heeft nog behouden feit, maar ik geen boodschap hoort van wat hij weer. Wer kan kort een soort zijn wat we dan horen? Wenn je nicht krank behouden had, neem je dat niet voor slam of en ik vier het gleich wordt. Maar ik geloof ik wil zeggen wat je bijvoorbeeld. We reden van nicht ganz vertiefen bloß mit Wort wann, aber du kommen even wann, wenn diesem wer, wat der erst Jesus, wat uns helpen dat nicht. Und zum Teil fällt mir jetzt ich will bis von der Wiedergehen von der, und dat soll sie denk wiederbringen. Und ich glaube, die letzten zwei Botschaften, die wir hören von Pastor John Leive und Pastor Arnold, mir fällt das alle nach Krack in dieselbe Serie hier war. So vielleicht ist das die letzte von dieser Serie und nächste Woche fangen wir vielleicht das was an. Ich habe das Eberschrift ist das genannt, von der dritten Person oder der zweiten Person gehen. Von Hai und Dai, nur du, muss ich sagen. Und ich will hier nicht Grammatikklasse hier, wenn du sie nicht gut noch tun, hier sind zu viele Lehrer, die mich dann ausbeten. Und ich will mir sagen, Fehler machen da machen. Aber wo gehen wir von dritter Person zur zweiten Person? Habe ich mal somebody getroffen, wem die immer abcheckte noch, und die können den mal persönlich treffen? Vielleicht ein Sänger, vielleicht ein Präsident, vielleicht ein Governor, vielleicht ein großer Impresario. Irgendwem ist dort. Habe ich mal wem getroffen? Und je hebt veel van hen gehoord, je hebt leider van hen gehoord, oder je hebt botschaften von denen gehört. Und auf einmal kommt je dahin, wo je persönlich kann den Handshake. Und irgendwas fällt sich anders von dann wieder, nicht? Wenn je den seine Leider wieder hören, irgendwas fällt anders, wenn je eine Connection gehabt mit denen, nicht? Ungefähr 4 Jahre zurück, dann fuhr wir mal nach San Diego, nach einer Fire in the Bones Conference mit Pastor Arnold's Top. Und du belebst uns dort. Vielleicht 18 Jahre zurück, ich weiß nicht, even noch wer ist, was er mal Jugend wie als Jugendlehrer wäre. Dann vertelt Lori eine Geschichte von ein Gangmember, Nicky Cruz, auf der Jugendsingsten. Run, Baby, Run, heißt das Buch. Eine sehr interessante Geschichte, was sie da vertelt. Und dort wir von Jan Gangmember, was dort in New York wie gewesen wurde, sie Leben ändert und die schafft wieder für Gott. Als wir auf dieser Konferenz wieder, wir das Nicky Cruz tun, wir können einen Handshake haben mit denen und wir können am persönlich hier reden on stage durch. Nicht bis online. Irgendwas dort, nicht? Das Senior Pastor von der Times Square Church, Carter Conlon, wir nehmen ein Bild auf mit einem Taub, er signed ein Buch, was wir kauften. Und von da wieder, die Botschaft, die ich höre, irgendwas ist anders. Wenn ich ihn persönlich getroffen, ich hatte ihn seine da am Freistücktag, wo er Freistück hat, und dann on stage ging und redet hat. Und mehr Sachen habe ich auch wem. Somebody getroffen, ich habe einmal den persönlich getroffen, und irgendwas changed da, nicht? Und dort, weil wir uns von der an Tags nennen gehen, in Psalm 23. Der Psalm, wo das ganz bekannteste ist, der Psalm, wo das meeste Mal, wenn du einen Psalm gelesen hast, das ist der Psalm, wo das meeste Mal irgendwo was vergebracht oder gelesen wird. Das ist der Psalm, wo das meiste Wort auswendig gelehrt. Aber something, das mir besonders viel wert geworden, und das Psalm, der letzte paar Monate. Und der Psalm, der fängt sich dort an, die Tane den Psalm. Ein von Davids seine Psalmen. Der Herr ist mein Hort. Mir wird es an nichts fehlen. Wirklich, mir wird es an nichts fehlen. Es dort nicht scheint, tja, wie dort wirklich bleiben. Hij bringt mich ab eine grüne Bett und lässt mich befreschet Wutterreven. Und diese Beine fangen groß an uitzuloten. Die plant das vorab stapen und in korter Zeit mehr wurde stapen und fangen grün zu werden. Und wenn wir noch eine ferne Reintid haben, es verfehlt zu hören,
Dan wordt die wet bij een paar maanden ook grein worden. En dat is voor ons hier, dat is een wunderschönes Bild, nicht? Dann auf einmal fühlt sich mir so, was können das auch noch fehlen, nicht? Und dann noch ein Typer, er gibt meine Seele nie Kraft. Wieviel Mal, wenn wir auf unsere eine Kraft kommen, oder wir tun Ding, dann wir worden meid und wir rennen uit. Und er sagt, er gibt meine Seele nie Kraft. Er lädt mich auf die rechte Weg, seinen Namen zu helfen. Onze Wege gaan so viel Mal, wo durcheinander, wie treffen wir jeden. Aber wenn er uns lädt, seine Wege, die sind recht, seinen Namen zu helfen. Und dann haben wir sagen können, nicht? Wo scheint sich das nicht? Wo komplett ist das nicht? Wo herrlich ist das nicht? Aber wir weten alle, wir kommen mit einem Tag, wo das Bild auf einmal hastig andreht, und wie viele das all das scheinen nicht ganz zu sein. Und ich will hier alle morgen, was passiert hier in das nächste Vers, in den vierten Vers. Und das wird mir sehr verwirrt ist geworden, die letzten paar Monate. Und er sagt, und wenn ich auch durch ein düstere Tool gehe, fürchte ich kein Eilig, weil du bist mit mir. Dienstag in deine Stadt sind mein Trost. Kun je hier den Chef, wat hij hier deed, van derde persoon naar tweede persoon. Eerst reed hij van hij wat alle provided, hij deze frische weer en al dat. En op eenmaal, dan reed hij van du. Du bist bij mij. Dienstag in die stad. En merk je, wo dat hier passiert is? Dat krijgt door wo de valley is. Dat is wo het op eenmaal persoonlijk wordt. En dat gaat erop naar de tweede persoon. Du bist met mij. En dan gaat hij hier wieder zo staat en zegt, du magst für mich einen Daschreit. Mag je nog waar? Du magst für mich einen Daschreit. Zodat mijn vrienden dat zijn. En ik weet niet wat voor een beeld die krijgen, wanneer je dat leest. Wat voor een Dasch wordt hier uitgemerkt, dat die vrienden dat zijn. En mij zeggen, hij al een verschillende beeld. Laat me best een paar beelden zeggen, wat in mijn kop dan komen. Die gaan een ganz ander beeld krijgen. David heeft vielleicht nog een ander beeld gehad. Ik stel me dan op eenmaal voor, du hast das ein Freund und wir haben vielleicht ein Relationship mit denen, besiedet Jorg, das vielleicht im Business oder somewhere habe ich das Freund und der Kinder befriedigen, die Luder uns an den Chast. Aber das Freund, der weiß all, ab diese Chast, du wirst, das sind vielleicht nicht Christen, du wirst nicht alles so dahergehen, als er weiß, dass wir das gewohnt sind. Du wirst vielleicht viel Alkohol sein oder du wirst ein bisschen wilde Dance-Party sein oder something. Und das Meister, der merkt hier ein Tag ganz extra rein, der hat auch besondere Trinken, der hat alles Schmack gedekoriert, aber der hat nicht Alkoholdrinks. Und das ist ein bisschen besonders, was der Tag wird rein gemerkt, wenn er weiß das all, wir kommen von du und wir brauchen nicht Alkohol, wir gehen nicht mit all diesen Dingen mit. Und das ist die Reservation, was wir kriegen. Und vielleicht kriegst du ein ganz anderes Bild. Und ich weiß nicht, was David an gedacht hat. Und er hat vielleicht an gedacht, und das wird er gemerkt, auf Spanisch haben wir das Ausdruck, muss sagen, wenn du eine Boy ist, eine große Ranch, und wir fahren durch im Valley, und auf einmal kommen wir mit der Buwe ist eine große platte Stadt mit schmacken Wert, und auf Spanisch nennen wir das eine Mesa. Sehr Schmack, der Sommer, wo da bis diese kleine Wert ist, und vielleicht hat David an dort gedacht, wo diese Schub können gehen grusen, und die wilde Tiere, die wir vielleicht besiedeln, wo die Cliffs wären, oder dort hängen im Wald, und hier wären sie safer, hier können sie grusen, hier können sie ihre Nahrung kriegen, was ihnen fehlt. Und vielleicht hast du noch ein anderes Bild, was immer dein Bild ist. Und dann sagt er, du jetzt mi Eil ab dem Kopf, mein Köffelrand Eva. Und die jene Zeit hat es vielleicht leicht, wenn du ein anderer Gast kommt, ein besonderer Gast kommt, dann hat es ein Eil, wo sie den Kopf vielleicht anschmiert oder something, und dort wird ein Parfüm machen, dort wird zum Scheinrecken, den wird vielleicht die Feit gewaschen, dort mögt den Gast welcome feilen, honored feilen, er wird eine besondere Stelle angekommen, und das ist ein Ausdruck, was er merkt, du jetzt mein Eil ab den Kopf,
mijn kuffelrand even. We kunnen ons kuffel zelfs ook niet even ran, als van wie ze stot getreat worden, niet? En dan gaat hij weer en zegt, zeg je wat dienen, moet je waren, dienen tru hat je lijf. Niet janem zien, niet dort, dienen tru hat je lijf. Met mij zijn, zolang als ik leven, ik wil in den Herrn zijn huis blijven voor immer. Nu, een klein beetje terug naar de geschichte van Nehemia, wat we eier horen. Hij nog behouden, wo we ons verbrengen, dat Nehemia, daar weer het nieuw ding, waar hij zich kan vertieven. Wat van dat niet schaffen wordt, en ik wil teruggaan naar Jeruzalem de weng opbouwen. Wat van ik niet wat nog materiaal heb. Wat van die fijn worden komen, en die worden het alle te niks merken. Maar hij kan dat zijn koning, en die supplied hem met zijn needs, wat hem velen deed, in deze woonbuur, en hij kan zeggen, even van ik wil gaan, even van ik bis een bartender zie, en ik niks van weet wat in gebied worden moet, maar God heeft mij das roep gegeven, en ik wil gaan, en ik wil deze weng opbouwen, even van die fijn worden komen, wie voor strijden je in het eind. We hebben een klein beetje aankijken, wat is dat, wat hem dat supplied, dat hij kan zich dit gaan. En we brachten ons tot dan al wat van ver, en ik wil best nog eenmaal een klein beetje wieder gaan met dit. En dat zegt in Nehemia 3, vers 33, en op Spanisch staat het met ondervers, de translator, geloof ik, wat de vers vingen, die versions, die hebben een beetje verschillende, du hast het al im 4. kapitel, aber Nehemia 3, vers 33 zegt het is dit, als Sanballat, okay, Nehemia weer nu al in arbeid in Jeruzalem, om de weng opbouwen. En Sanballat, dat we een van de koningen beziet, wat er zeer spietig weer, wat hier passiert, en hij zegt, als Sanballat, dat we de meer bieden, wordt hij daal, en hij weer zeer veroordeeld, en hij spot over de Juden, en zegt voor zijn bruiden en de krijgsmannen van Samarien, wat maken deze aanmalige Juden, wat dat tegenloten worden? Hoor nu de nächste uitdruk, laat waar we daar opkomen. Worden zij dat met opfer aanwijden? Worden zij dat in deze dag nog vorig krijgen? Worden zij uit den praalklampen de steinen levendig merken, wat doch verbrannt zijn? En ze staat später, dat de Feind, Eva Nehemia, en de Tjeimen, de Feinde stunden sich taub, ich wollte sie falsch nicht alle lesen, aber die stunden sich taub, zum jäh Nehemia kommen, dass sie overal wat hier wird, um die Weng abbühen, dort vernichten. Wat wir da, dat Nehemia bloß verweg kann gehen, even wann. En we vingen hier een paar uitdrukken, ik wil een paar uitdrukken lezen, wat hij hier merkt. En dat leidt ons ganz krachtig aan, wat hem dat brengen, dat hij dat kan. In Kapitel 4, vers 3, da sagt hij das uitdruk. We beten aber te unseren Gott. En hier kunnen we vielleicht even sagen, nicht bis die zweite Person, aber erste Person. Te unseren Gott, dat wir Gott, dat wir nicht gerne Gott, dat wir Gott. Und sie beten te den Gott. En dan in datzelfde Kapitel, Nehemia 4, vers 14, da sagt het, door wo je de personen blozen heren, door han verzameld ut nu ons Gott wordt voor ons strijden. Kijk, hier, dit wie niet bloß een derde persoon Gott, die en die Gott, dit wie persoonlijke Gott. Ons Gott wordt voor ons strijden. En dat is wat de kracht geeft, deze wijn te buien. Ze moesten, dat wordt zo intens hier, ze moesten met een hand het zwaard houden en met de andere hand den brik nemen en dan waren een brik de hand zaten. En dat zegt je, wanneer de zon opging, met de zon doorging, buiden zij. En dat heet, wat einer hier geschafft hat, velen die hier gemeerd hadden, moesten zij nog de Neitschiff nemen en ook nog waken, dat de Feind het niet wordt versteren. Maar ze kregen deze woont vorig. Hier zich aanstaat, nu een kleine staap dort buiten. En dan kan het ook een valley zijn, wat Nehemia en zijn volkje daar ging. Dat weer niet leg. Die Feind, die weer door, die wil dat versteren. Zij moesten met een hand het zwaard houden, met de andere hand de nächste blok nemen en in de hand zetten.
dat wir nicht einfach. Aber dat wir willst du was mit mir. Und du können sie diese Auftrag vor ich merken. Und du können sie gehen, nicht bloß nur Wort, wann das und das alles passieren wird, aber sie können gehen, even wann das passieren wird. Wie können das vor ich merken, willst du was mit uns. Du können sie das tun. Und dann, du sagst noch ein paar Ausdrücke mehr in Kapitel 7, Vers 5, du sagst, en mijn God geeft me Gedanken an, en sie mögen durch ein Register von wer alle geholfen haben, von diesen Lieder, ich werde nicht wieder in Details nennen gehen. Und sie fangen an zu celebraten, wenn sie wohnt, wie vorig. Und ein Tag kommen sie taub und sie hören von Smorries bis zu, was sie hören, das Wort Gottes oder das Gesetz. Von der Woche mit Apostel nicht zu lang, wenn ich weiter am Brandchen Marathon. Aber sie hören den Tag über das an. Warum? Wenn sie haben eine Relationship mit das Gott. Das wie nicht bis die dritte Person Gott Jan folgt, das wie Gott. Das wie persönlicher Gott. Und wir fingen even in Kapitel 8, Vers 10, du sagst, der letzte Satz von dem Vers, sieht nicht bedrängt, willst der Fried Herrn, es wird ihn stark merkt. Und wir singen da auch von, nicht der Fried und dem Herrn, sie nennen dort nicht bloß der Gott, sie nennen dort dem Herrn. Auch eine Staub persönlich, ja nicht? Und das wir Herr. In einem 12. Kapitel, da fingen wir an, wo sie zwei große Choirs haben, sie diese Wohnt anweihen. Und sie haben zwei große Danksagungschoirs, die singen deuten. Und das dritte davon, das ging Lüd. Sie celebraten. Und warum können sie celebraten? Wenn sie hielten sich an Gott, das ist mein Gott, das ist uns Gott, willst du was mit mir? Und du können sie das durchführen. Und du können sie durch das Valley gehen, wo das schwer wird. Und sie kommen wieder raus auf die grüne Staaten ab. Interessant, in Johannes 10, Vers 10 bis 15, trägt nur unser Schub und uns guter Hort, nur der Gedanke. Du sagst in Johannes 10, Vers 10 bis 15, und das ist ein sehr bekannter Vers auch, ein Stehler kämpft bloß, zu stehlen, zu schlachten und in den Grund zu bringen. Ich sie gekommen, dort Leben zu bringen, und dass sie das voll haben können. Ich sie der Gott hört, Vers 11. Der Gott hört, jeft sein Leben für den Schub. Und da wird ein Schub hört, gefragt, der jucht seine Schub an, ich glaube, wie in England, ich habe die Details mit vergeten, aber der kriegt seine ganze Herd an und der jucht in sein Choral an. Und dann merkt er, dass die Schub ist alle Bahnen, weil hier wird keine der, da wird ein eine Opening, aber da wird keine der. Und sie früh, wo ist der nach, wo ist die Furt nach dem Tau merken? Und dann sagt er, ich sehe das. Das wird mich anleiten zum Schlupen. Wenn die Schub da rüt wollen, muss der über mich. Wenn die Feinde nennen wollen, muss auch über mich. Und das ist das Bild, was Jesus sagt. Heißt der, aber ein Ungenommener, der nicht ein Hort ist, und der Schub nicht eint, wenn der den Wolf kommen sieht, der verlässt die Schub und flecht davon, und der Wolf schmerzelt, mangt der Herr, dort der hineinrennen. Das ist der, was er bis für 200.000 Tage ist angenommen. Und wenn er sieht, hier kommt der Wolf, er rennt für sein Leben, er kriegt anyway mal 200.000, wenn er dort spratzt, das allein aus sein Leben daheim nicht? Aber wenn das ein Eindämmer ist, und das seine Herzschub, der tritt die anders, der passt anders nur ab, und das wäre Jesus für uns ist. Der ungenommene Rand war ich, den höre ich all. Ich sehe die Gott hört, Vers 14, ich kann meine Schub, und meine Schub kennen mich. Krieg sie aus dem Futter mitkannt, und ich den Futter kann, und ich gebe mein Leben für die Schub. Was für eine Relationship stellt die vor, hat Jesus mit Gott? Was für eine Relationship stellt die vor, hat Jesus mit Gott? Du könnt doch nicht viel fehlen, könnt ihr? Und das, was er hier sagt,
dat is dat relationship wat hij met die en mij wil hebben. Ik kan mijn schoep en mijn schoep kennen aan. Krijg zoals de voeder mij kent. En ik den voeder kan. En ik geef mijn leven voor de schoep. Hij geeft zijn leven voor mij en voor die. Hij is de voet door. Hij lag zijn leven doorheen. Omdat we kunnen hier raad zijn. En daar wordt dus een schoephouder gevraagd. Die kan zijn schoep ren alle bij hem noemen. En dan wordt gevraagd, wo kost u dat? Wo hast du noemen verrennt jeder ein von dieser Schub? En hij zegt, kost niet zijn dat schub, dat die heeft een beetje nähen. Dat schub, dat heeft door een plak wal, wat er niet aan is. Dat schub heeft dort en dort. Dat schub heeft vielleicht het kramme uur. En jeder ein von der Schub kan hij. En dat is vielleicht een beetje interessant uitdruk, aber horch nu wat ik meen damit. Jezus kent die bij die Schwachheiten en bij die Fehler. Ja, die Sünden sind vergeven, dort am diepste meer. Aber hij weet dat. Dat ik had trouble met dal worden en dat fehlt. Dat hij door is en hoort zijn voor mij te oppassen. Hij weet dat. Dat du vielleicht en je voorwoorden aanraans en hij holt zijn stok wat dat kramme door hem eng heeft, om die door terugholen, dat hij door niet en den danger aanraans en door omkomt. Hij weet dat. Want van ons en die spekkers aanranen en den fehlt een hoort, dem den er war eruit en op deze kleine wereld aan. Hij kent ons en door en af, hij dat verlangen, ons hoort te zijn. Wenn hij weet, wie zijn, ons fehlt dat en we hebben alle deze verschillende needs. Gott mögt das Stapel zum die zweite Person sein in ons Leben, nicht bis die dritte Person, für wie das Stab nehmen. Und wir finden das in Römer 4, Vers 8. Römer 4, Vers 8. Aber Gott weiß an seine Leib daran, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder werden. Dann nimmt er das Stapel, damit wir können das Stab nehmen. Und dass Gott nicht mehr das dritte Person Gottes, dass Jesus, dass Gott durch sein Sehen Jesus Christus, diese zweite Person, uns Herr und uns Heiland kann sein. Ist Gott dein Gott? Oder ist Gott durch Jesus Christus mein Herr und mein Heiland? Ist Jesus dat stierf en dat fertig? Oder ist er die spare tire, wat dort in een box ongeschreven is? En bloß, wenn uns auf einmal eine Heilung fehlt, oh, du hast die spare tire, nu komm. Oder wenn uns das Filette dann Schere fehlt, wo wir fähig sind, nach 2 sind der Träg von Haare, oh ja, nu komm. Hij will dien Heiler sein. Hij will dien Provider sein. Aber kraxis wie uns ein paar Botschaften hören, hij will noch mehr. Hij will dien Herr und dien Heiland sein. Nicht bloß die spare tire dort in ihrer Box. Du hast dus eine plant, a Jericho Rose. Dat is de heid. En dat zit niet mal naar Rose. Dat heeft de nummer, ik irgendwo gekregen. In Israël mal, vielleicht, wenn das mit Christen te doen horen, dat ik weet wat graag wordt. Maar mir wird interessant, wat er beschreven wordt van deze Rose. Deze plant. Wanneer dat dreig wordt, deze plant leeft manchmal in de desert. Wanneer dat dreig wordt, dat heeft plus een zo'n bruiner Bosje staat. Een zo'n Wrumpel staat. Dat is alles wat het is. En dat kan er toch wel voor jaren in deze wüste zijn. En die gaat niet dood. En wanneer dan op eenmaal een regen komt, dan bijna een paar stunden wordt het een kleine plant. Wanneer we irgendwo in een valley zijn, oder wanneer we irgendwo een area van ons leven hebben, wo zich dat so dit dreig fällt, en dat fällt sich bloß nur das bruine Lampe. Jesus ist interessiert von dir, die Wutter zu bringen,
en dat dit blijven kan en wat er grein worden. Vielleicht sind er Steden in dein Leben, wo du das sehr klar hast können fühlen, das Jesus wird persönlich zu dir. Dank dem Herrn dafür. Und das, wo wir alle ein Verlangen noch haben. Und das kann auch gut sein, du sind Steden in dein Leben, du kannst dir das fühlen, aber auf einmal hast du irgendeine in dein Leben, du fühlst dich so, du kommst das nicht von dieser dritte Person oder dieser zweiten Person, du bleibst das eigentlich immer uit. Und das ist, was ich wünsche von dir, wenn das Area von deinem Leben auch kann, von dritte Person oder zweite Person gehen. Vielleicht hast du eine Relationship und das fühlt sich ladig. Lass Jesus da ankommen. Vielleicht hast du einen Financial Part, wo sich das auf einmal das Gap fällt und du hast das Gap und das fehlt, wenn das persönlich wird. Ich weiß, wir können powerful Testimonies hier von hier in dieser Bänke, von verschiedenen Areas in das Leben, Jesus ist persönlich geworden. Und wenn Gott auf einmal in irgendeiner Area, wo sich das so dreig fällt, wo sich das Gap fällt, wo sich das bloß nur diese dritte Person fällt, wenn der auf einmal dann kommt, something what personal, und das ist so wie ein Handshake kriegen mit denen, und irgendwas ist anders da, nicht? Ich werde diese Vers nicht lesen, aber in 1. Petrus 2, Vers 9 und 10, du redet von, dass wir überhaupt nicht ein Volk wären, und auf einmal sagen wir Gott sein Volk. Lass mich das doch lesen, wenn das bringt das viel klarer aus, wenn ich das lese. 1. Petrus 2, Vers 9 bis 10. Sagt es das, aber hier sind ein ausgewähltes Volk, den König sein Priestertum zu sein, ein heiliges Volk, Gott sein eines Volk, dass die anderen sein sollen, wo wundervoll der ist, der jünt in dem düsteren Rütgerad in sein wunderbares Licht gestellt hat. Und nu höre ich, was das shiftet hat von dritter Person nur auf einmal zweite Person und er sagt, ich teile einmal überhaupt nicht aus ein Volk. Nu aber sind die Gott sein Volk. Seht den Differenz hier? Seht hier, wo Gott auf einmal persönlich wird, wo Jesus auf einmal persönlich wird zu uns? Wir fingen dort in Samuel, wo das Jung, die hielten Stamm, aber er wusste nicht, von wo kommt diese Stamm, und er ging einmal, war da nur Eli, und auf einmal wird Eli an, Gott will mit diesen reden. Und er sagt, du sollst sagen, dien deiner, der horcht. Und das ist, was Samuel dat. Und das Relationship von der dritte Person Gott wird auf einmal zur zweiten Person Gott. Und Gott redet persönlich mit Samuel. Und das ist, was ich kann tun von der, wo das gleiche nicht. Wenn Wort kann David, jen das Goliath gunnes ist von der Naschwier. Wenn Wort kann hey, diese Doubts, was wir Wort von Goliath gewonnen worden, wie Lebenszeit mit das Glaube sein. Wenn Wort kann hey so entschlossen gehen, even wann. Und das ist ganz krank, wenn das Psalm, was wir lesen, und ich glaube, er schreibt den, er Messer, er schreibt den in seine lotere Jahre, aber er lehrt in seine jungen Jahre all, willst du best mit mir. Gott, wir sind Heiler. Gott, wir sind Provider. Aber Gott, wir noch mehr als dort. Gott, wir sind persönlicher Herr und Heiland. Und dort hat er geleerd op een stapel van de woord kwam. En dort hat er geleerd van de Leben kwam. Und du kann hij, even wann Goliath so groot wie, even wann hij so lastig, dat hij kan ganz entschlossen jeden Goliath kunnen, wenn hij wist, Gott, du bist mit mir. Dat wir zweite Person Relationship, nicht bloß dritte Person Relationship. Du wie ein Actor, was sehr famous wie für seine Lernen, was er sagen kann, vielleicht Poems absagen, verschiedene Dinge reciten und so weiter.
En ab dat onkas voor deze lied alle taub weer, da wirkt das ein Prediger. En dan fragt das Prediger, was du mal Psalm 23 absagen? En dan sagt das Akteur, ich word het wel echt doen, aber an een condition, dat du nu mij dan ook nog hoorst, das Psalm absagen. En das Prediger, die jetzt sich dort an, sure. Das Akteur, die sagt das Psalm ab, sei schein, sei professional, Land für Land, sei kragt. En de lieden klaartje hangen, zij voor ik heb. En dan komt das Prediger. Der hat mit einer raffe Stimme, vielleicht auch viermal geredet in sein Leben. Und er fängt an, das Psalm abzusagen. Die ganze Congregation wird still, ganz still. Die Uhren, die fallen mit Tränen. Und dann wird das Akteur laut gefragt, was wie die Unterschied? Und dann sagt das Akteur, ich kann den Psalm des Prediger, der kann den Hort. Das Akteur kann Gott als dritte Person. Das Prediger, der kann Gott als zweite Person. Psalm 23. Der Herr ist mein Hort. Nicht Morena, nicht Pri, nicht Trump, nicht der Senator. Der Herr ist mein Hort. Mir wird dann nicht fehlen. Wirklich nicht. Auf Englisch sagt es, I shall not want. Dat jet nicht am Hängerstein vom Dach, was wir haben. Dat jet war darum, wem wir haben. Hij bringt mich auf eine grüne Bett und laat mich befreschet uit de Reven. Still water, sagt het op Englisch. Nicht das große Strom, was er wütend durchahnet hat. Das nate Strom, wat de freshet, schijnet, zijt het wat haft en doet je weer hebben. In 2005 in Turkey, daar weer een hoordstaub. Alle taub hadden ze ongeveer 1500 troep. En de grootste de alle zo smaak, dat leidt ze er weer geen hier voor. Zij entsloten zich te Freistig te gaan. En ze gingen te Freistig. En dan all of a sudden, als du dit eine kleine Schub, en dat blijft dat wel uitvingen wat du is, en dat raant du naar de kant, en hupst du Eva, en wat du een Schub, die val je, dat andere waren nu, niet? By the time dat het hoort dat antwoorden, weer de 500 Schub dooraf gevallen, en alle aangekomen. Die Geschichte schrijft dat we een verlust van $74.000. What a breakfast, niet? Hij geeft mijn ziel nieuwe kracht. Hij leidt mij op de rechte weg, om zijn noemen zijn te helpen. En wanneer ik ook daar geen diestre tool go, op Engels zegt het in een translation, though I walk through the valley of shadow of death, hier is nog een gedanke. We reden vielleicht van een diestre tool, maar wanneer we reden van shadow of death, we kunnen een schoten zijn. Omdat we kunnen een schoten zijn, moet een licht aan dag. En das valley dacht een licht aan. Want die Jezus is in de tweede persoon, is niet in de derde persoon.
Gisteren was ik al deze gedanken in mijn kop hadden. We fuhren met een motorcycle. En een frisse lauf, zoveel bij die stad der Gebäude. Du wir nicht twaschen. Hier der Tag, oder diese Climate anstalt, dass wir bloß uns in diese frische Luft, in diese Boy. Und ich dachte über nu. Du wir eine Freund, die laut uns an, zu einer anderen Tag, und wir können nicht kommen, wenn wir als erst was haben. Aber bloß an denken, dass wir nicht bloß da in der Tag, was wir, dass wir ein Freund, die mögen das persönlich, die dacht an uns, die nannte uns beim Namen, schickte uns persönlich eine Invitation. Und das ist, was Gott mit dir und mit mir von der will. Willst du bist mit mir Dienstag in deine Stadt sind mein Trost. Du magst für mich einen Dachschreit, so dass meine Feinde sein. Du jetzt mir Eil ab dem Kopf, mein Kofferrand Eva. Sicher, was deine True hat gelebt, mit mir sein, solange ich lebe, und ich will in den Herrn sein Haus bleiben für immer. Als du von der Morgens in Area von dein Leben, wo das noch fehlt, von dritte Person Gott, nur zweite Person Jesus, mein Herr und mein Heiland. Wir beten. Dankeschön, Jesus, für das schöne Morgens. Dankeschön, dass du interessiert bist in jeder einem von uns Leben. Dankeschön, dass du diese kleine Welt provided hast. Das Strom mit frischem Wasser, wo wir uitdrijven können. Und wir danken dir auch besonders von der Morgens. Dass wenn du auf einmal Valley kommt, dass du interessiert bist, raufzukommen und krieg du Eye to Eye Kontakt zu merken mit uns und das persönlich zu merken, das Relationship. Und Herr, was immer da für Areas im Leben sind, wo das distant fällt, wo das weit auffällt, wo wir in Doubt sind, wo wir nicht gerade sein können. Ich bete, dass du da wirst nur kommen und dass wir alle unsere Worte merken und dass wir da können ein Second-Person Relationship haben mit dir, Jesus. Du hast das provide und das kriegt. Und du danken wir dir für. Du bist interessiert in jeder einem von uns Leben. Du hast einen Plan. Du weißt, wann das fehlt, was er zu kommen, dass dieser Plan war, kann rein werden. Du weißt, wo der fehlt, mit den Stock abzupassen, dass wir nicht wollen, hier vorne anrennen und uns verbesseln. Du bist bereit, mit den Stock uns trägt zu holen, wenn wir wollen, Specker schnell gerannt sind. Du bist bereit, immer wieder zu restore, was der Zwei ohne ist. Und wir danken dir dafür, Heiland.